Der erste Eindruck zählt. Und so ist ein Bahnhof immer auch die Visitenkarte einer Stadt. Doch wer im Jahr 2026 an einem der großen Knotenpunkte Deutschlands aus dem Zug steigt, erlebt selten Liebe auf den ersten Blick. Stattdessen empfangen dich an guten Tagen kaputte Aufzüge und defekte Rolltreppen. Und an schlechten Pisse, Kotze und Crack. Ein halbes Jahrzehnt war ich nicht in Deutschland. Und als ich zurückkam, hatte meine alte Heimat was von Upside Down aus Stranger Things. Sie wirkte wie eine düstere Kopie ihrer selbst. Alles hatte sich verändert. Die Stimmung, die Menschen und ja, auch das Stadtbild. Während ich weg war, fraß sich ein Riss durch den öffentlichen Raum wie durch ein verlassenes Haus. Er zieht sich durch Bahnhöfe, durch Fußgängerzonen, durch die Herzen deutscher Großstädte. Hannover ist dafür ein besonders sichtbares Beispiel. Vor 12 Jahren habe ich hier studiert. Damals wurde man begrüßt vom VW-Logo, das hinter dem Bahnhof über der Stadt thronte. Heute ragt da nur noch ein nackter, gebrechlicher Betonfinger in den Himmel. Damals belächelte man Niedersachsens Landeshauptstadt noch als langweiligsten Ort Deutschlands. Heute zählt er zu den gefährlichsten Flecken der Republik. Aus der grauen Maus ist ein grauer Wolf geworden. Aus der Messestadt die Messerstadt. In keinem anderen Hauptbahnhof gibt es mehr Angriffe durch Stichwaffen. Kaum eine andere Stadt zählt mehr Gewaltverbrechen. Nirgendwo in Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit höher, ausgeraubt zu werden. Laut einer repräsentativen Umfrage fühlen sich fast 80% der Hannoveraner unsicher in ihrer eigenen Innenstadt. Hannovers Zentrum war nie wirklich schön. Nach dem Krieg auf dem Reißbrett entworfen, wirkt sie seit jeher nüchtern, zweckmäßig, seelenlos. Aber es war sauber, geordnet, belebt. Doch die Krisen der letzten Jahre haben diesen Puls gestoppt. Wo Geschäfte dicht machten, zogen keine neuen ein. Zwischenzeitlich standen 30% der Läden leer. Geblieben sind klaffende Lücken, austauschbare Ketten und ein Rotlichtviertel, in dem früher Rockerbanden herrschten. Und heute nur noch das Chaos. Hannover ist Deutschland im Zeitraffer. Denn vieles, was hier sichtbar ist, findet sich überall in der Republik. Die Ursachen sind vielfältig und komplex. Außer man heißt Friedrich Merz. Dann ist alles ganz einfach und der Sündenbock schnell ausgemacht. Probleme machen uns diejenigen, und auch das ist ein Thema heute gewesen, machen uns diejenigen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, die nicht arbeiten und die sich auch nicht an unsere Regeln halten. Viele von diesen bestimmen auch das öffentliche Bild in unseren Städten. Deshalb haben mittlerweile so viele Menschen in Deutschland und in anderen Ländern der Europäischen Union, das gilt nicht nur für Deutschland, einfach Angst, sich im öffentlichen Raum zu bewegen. In Deutschland leben rund 200.000 Menschen ohne dauerhaften Aufenthaltsstatus. Davon ist fast jeder Dritte minderjährig. Viele dieser Kinder sind in Deutschland geboren, so wie Phil. Er ist in der Brennpunktsiedlung Hannover-Roderbruch aufgewachsen und saß bereits viele Jahre in Haft. Seit meinem 12. Lebensjahr war ich eigentlich schon immer Intensivtäter. Und dann ging das ratzfatz, so dass ich auch in vielen Sachen sehr viel übertrieben habe, weil ich so gesehen auch irgendwie hat es mir auch gefallen, es hat Spaß gemacht, weil ich habe irgendwie was gefunden, wo ich dann auch irgendwie meine Anerkennung dann anders bekommen habe. Ne? Ich bin seit meiner Geburt geduldet, also ich habe keinen richtigen Aufenthaltstitel. Ich habe eine Duldung, die wird alle 6 Monate verlängert. Ich bin so aufgewachsen mit der Einstellung, ja, du bist auch hier geboren und so, aber du musst ein bisschen anders machen, weil die anderen sind deutsch, die haben Papiere, du hast keine Papiere. Zum Beispiel, wir sind auch in einer Sozialwohnung aufgewachsen, so, wo da haben keine Deutschen gelebt, da waren nur ausländische Familien. Gehst ins Treppenhaus und da ist alles kaputt und stinkt nach Pisse und voll mit Kakerlaken und was weiß ich was. Während deine Mitschüler zum Beispiel, die dann besuchen gehst und so bei denen zu Hause, bei denen ist alles neu. Die wohnen da in einem schönen Haus mit, keine Ahnung, Eltern fahren ein schönes Auto, alles super und so, ne? Und dann stellst du dir immer so eine Frage, Alter, warum ist bei denen so und warum ist bei dir nicht so? Du kennst das so nicht an, du bist auch hier geboren, ne? Als Kind verstehst du das nicht. Wenn dann zum Beispiel eine Klassenfahrt ansteht und, keine Ahnung, die Klasse will irgendwo hinfahren und ich brauche da irgendwo eine Berechtigung irgendwie vom Sozialamt oder sonst was, dass ich irgendwie die Stadt verlasse oder so. Weil ich habe ja in meiner Duldung steht ja auch, dass ich zur Wohnsitznahme in Hannover verpflichtet bin. Und als Kind verstehst du das alles nicht, ne? Dann fühlt sich auch dementsprechend immer wieder irgendwie so ausgegrenzt und irgendwie als was Besonderes im negativen Sinne, ne? Und dann denkst du so, was ist das, Digga, ne? Und wenn du dann mit vielen anderen gleichaltrigen Kindern hier so aufwächst, die teilweise auch viele so ähnliche Probleme haben,
Jeder will sich irgendwie so beweisen und da kommt irgendwann so ein Alter, wo man irgendwie stark sein möchte oder irgendwas machen will und so. Und dann ist halt so, man pusht sich gegenseitig auf und du siehst, wie andere das machen und dann, du musst ja irgendwie da mithalten, sonst wirst du aufgefressen in so einem Umfeld, ne? Und so richtig hat sich das hochgeschaukelt mit 11, 12, weil ich sag mal so, hier läuft keiner rum und fragt dich nach deinen Talenten oder was du worauf du Bock hast, was zu machen und so. Es juckt doch gar keinen. Du musst irgendwie anders hier klarkommen, ne? Und dann wächst du so halt auf, ne? Mit Schlägereien, Leute abziehen, dies und das und bist ständig unter so einem Druck, dass du irgendwann auch nicht mal rauskommst und du musst mithalten in deinem Umfeld. Und in dem Umfeld, in dem ich war, da waren eigentlich alle Jugendliche so unterwegs, ne? Dementsprechend ist man auch sehr früh dann im Jugendgefängnis gelandet und wen triffst du dort, mit wem bist du dort? Genau mit den gleichen Jungs, mit denen du auch aufgewachsen bist. So. Du kennst die alle und das ist halt so eine Spirale, da kommst du sehr schwer raus. Du steigerst dich immer mehr rein und ruckzuck guckst du und dann hast du ein halbes Leben im Gefängnis verbracht. Und man hat auch sehr viele Sachen gemacht, worauf man auf jeden Fall nicht stolz sein sollte heute. Also offiziell wurde ich verurteilt wegen schweren Raub zuletzt, ne? Also in der Jugend waren es auch so räuberische Erpressungen, so Raubdelikte und so Körperverletzungen. Ich versuche mit dem Kapitel auf jeden Fall, was das angeht, abzuschließen, ne? Wie gesagt, ich versuche es, ob ich es schaffe, nur Gott weiß, ne? Was bedeutet es, in einem Staat zu Hause zu sein, der einen seit der Geburt als Fremdkörper betrachtet? Wie fühlt sich Armut an in einem reichen Land? Und ist wirklich jeder seines Glückes Schmied, wenn Herkunft mehr denn je über Zukunft entscheidet? Im Roderbruch findet man ernüchternde Antworten. In den 70er Jahren war dieser Ort noch eine Utopie aus Beton. 19 Stockwerke hoch schossen die Blöcke in den Himmel, direkt neben der Medizinischen Hochschule Hannover, dem Leuchtturm der Stadt. Roderbruch sollte das Zuhause jener werden, die diesen Fortschritt trugen. Ärzte, Pfleger, Angestellte. Ein modernes Viertel für ein modernes Land. Doch wie so oft überlebte die Architektur ihre Vision nicht. Aus Aufbruch wurde Stillstand. Wo Ordnung geplant war, stapelten sich bald die Probleme. Stockwerk für Stockwerk. Heute leben hier 2000 Menschen aus 90 Nationen auf engstem Raum. In einem Viertel, das die Stadt seit Jahrzehnten im Schatten parkt. Die meisten Familien haben einen Migrationshintergrund. Jedes zweite Kind wächst in Armut auf. Das alles ist nicht neu. Seit den 90ern gilt Roderbruch als hartes Pflaster, als Brennpunkt. Doch Armut in Deutschland stört nicht, solange sie am Rand bleibt. Sie wird erst dann zum Problem im Stadtbild, wenn sie die unsichtbare Grenze überschreitet und aus den Trabantensiedlungen ins Zentrum kriecht. Niemand wird kriminell geboren, aber man kann sehr früh begreifen, was es heißt, nicht dazuzugehören und dass die Welt nur einen Platz für einen vorgesehen hat, ganz unten. Wäre deine Jugend anders verlaufen, wärst du hier in Roderbruch aufgewachsen, aber mit deutschem Pass zum Beispiel? Ob ich dann einen komplett anderen Weg gegangen wäre, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich über 8 Jahre im Gefängnis gesessen hätte und glaube ich nicht, nee. Weil allein schon, mir wären ganz andere Türen schon dann geöffnet gewesen, die heute verschlossen sind, ne, dadurch so. Wenn ich mich bei einer Arbeit bewerbe und arbeiten möchte oder eine Ausbildung damals irgendwie gesucht habe, mit einer Duldung, die vielleicht nur noch ein paar Monate gültig ist, so, ist schwer für jemanden, dir etwas zuzusagen. Dann ist doch klar, dass dann nimmt er jemanden anderen lieber, wo er weiß, okay, da ist es safe. Ne? Aber bei mir ist problematisch mit meiner ausländerrechtlichen Situation. Vielleicht bin ich in 4 Monaten abgeschoben. Warum soll ich dem jetzt einen Ausbildungsplatz zusagen? Warum soll ich dem jetzt eine Wohnung vermieten oder eine Arbeit geben? Ne? So ist natürlich alles schwieriger. Ne? Also meine erste Abschiebungsandrohung, dass mir mit Abschiebung gedroht wurde, da war ich 4 oder 5 Monate alt, als Baby noch. Ne? So, was auch Blödsinn natürlich ist. Und mir wurde schon immer gedroht und auch, ich habe die erste Jugendstrafe über 2 Jahre verbüßt. Trotz Abschiebedrohung, nichts passiert. Jahrelang hier weitergelebt. Die letzte Haftstrafe von mir habe ich auch über 6 Jahre verbüßt. Da haben die mir auch permanent mit Abschiebung gedroht, aber da habe ich das schon wieder lockerer genommen. Ich weiß, wohin denn? Ich weiß doch, dass ich habe keinen Reisepass und ich habe kein Herkunftsland. Wohin abschieben? Wohin? Deutschland und seine Einwanderer. Beziehungsstatus kompliziert. Mal erzählt als Erfolgsmärchen, mal als Warnung. Mal mit Stolz, mal mit Angst.
Wenn die Sonne scheint, heften wir uns die Vielfalt als Medaille an die Brust. Doch kaum ziehen Wolken auf, sucht ein Land, das an sich selbst zweifelt, die Schuld zuerst bei denen, die ohnehin nie ganz dazugehören durften. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Hannover in Trümmern. 90% der Innenstadt waren zerbombt. Es wurden Hände gebraucht, viele Hände. Für den Wiederaufbau, für Fabriken, für das neue Wirtschaftswunder. Und sie kamen. Sie malochten dort, wo es laut war, wo es hart war, wo die Luft nach Staub schmeckte und nach Dreck. Und sie wohnten dort, wo es günstig war, weil niemand sonst dort leben wollte. In Vierteln wie Linden. Heute gilt der Stadtteil als kreativ, lebendig, authentisch. Ein Kosmos aus Cafés und Bars, Boutiquen und Ateliers. Doch was heute charmant wirkt, war gestern heruntergekommen. Was heute begehrt ist, war einst verrufen. Es waren vor allem Einwanderer, die dieses graue Viertel über Jahrzehnte mit Leben füllten. Die Läden eröffneten, Kinder großzogen, Straßen belebten. Und Linden zu dem machen, was es heute ist. Ein begehrter Szenekiez. Doch wie so oft folgt auf die Aufwertung eines Stadtteils die Entwertung jener Menschen, die ihm seinen Charakter gaben. Besonders sichtbar wird das auf der Limmerstraße. Früher Lebensader, Schmelztiegel, Treffpunkt eines ganzen Viertels. Heute ein Beispiel dafür, was passiert, wenn sozialer Raum zu Ware wird. Tagsüber debattiert man bei Matcha Latte über Gerechtigkeit. Abends kotzt man vor den Späti und pisst ans Altbau-Idyll. Linden erzählt von einem neuen deutschen Widerspruch. Erst verdrängt man die Armen, dann zieht man selbst in ihre Viertel. Und wundert sich, dass Konflikte nicht verschwinden, nur weil Mieten steigen. Mitten auf der Limmerstraße treffe ich Lara, in ihrem eigenen Laden. Ein Ort, an dem sie sich nicht mehr ganz zu Hause fühlt. Als wir hier eröffnet haben vor 6 Jahren, habe ich die Straße 100% geliebt und fand es so cool, hier zu sein und habe ja auch den Standort ganz bewusst hier ausgesucht. Und die letzten Jahre sagen wir hier, was wir als Laden, als Team beobachten und mitbekommen, dass es einfach extremer wird und dass so Dinge passieren, die diese Grenzen einfach übersprengen und die an irgendeinem Punkt angekommen sind, wo man die nicht mehr tragen möchte, nicht mehr tragen kann. Einmal kommt meine Mitarbeiterin hier morgens hin, ruft mich an und sagt, ja, Lara, ich kann den Laden nicht öffnen, ich bin jetzt schon seit 2 Stunden hier am Putzen. Und am Ende war einfach unser ganzes Schaufenster mit Pizza beschmiert. Und die müssen die Pizza umgedreht haben und auch ganz dolle in unser Schloss gedrückt haben, sodass unser Schlüssel nicht mehr reinpasst und wir die Tür nicht öffnen konnten. Wir haben regelmäßig Zigarettenstummel in unseren Pflanzen draußen. Die Leute gehen daran vorbei, drücken ihre Zigarette daran aus, so als wäre es das Normalste der Welt. Oder wenn hier gelimmert wird, ist an sich für uns auch kein Problem, wenn die hier im Eingang sitzen, bei uns geht es so Treppen hoch, ist okay. Aber es ist halt nicht okay, wenn wir dann montags öffnen und erstmal da eine Viertelstunde, 20 Minuten aufräumen müssen, erstmal alles putzen müssen, den Dreck wegräumen müssen, Scherben. Also ja, das ist schon ganz schön arg geworden. Vor kurzer Zeit hatten wir hier einen ganz besonderen Vorfall. Das war eigentlich ein super schöner, harmonischer Samstagmorgen. Die Sonne hat geschienen, der Laden war super voll. Und auf einmal hat es draußen richtig doll geknallt. Und wir haben uns erst beim ersten Knall, es waren mehrere, gar nichts dabei gedacht. Und dann kam es aber immer weiter. Und irgendwann sind wir dann rausgegangen, ich und die Kunden hinterher. Irgendwer hat von draußen parallel auch geschrien, hier randaliert wer. Und da hat halt jemand einfach unsere ganzen Waren draußen wahllos umgetreten, umgeboxt. Wir haben den Randalierer halt gesehen, der war 5 Meter von uns zu dem Zeitpunkt, hatte auch eine Flasche in der Hand, hat alle Leute angeschrien, beschimpft, hat die Flasche hatte er so und dann hat eine was gesagt zu ihm. Dann kurz danach hat er die Flasche auf Menschen geschmissen. Die ist schräg an den Füßen gelandet. Ne? Wenn man sich überlegt, wäre die einfach 1,5 Meter höher, wäre es eine ganz andere Situation gewesen. Der Schaden, den wir definieren konnten, war 514 €. Der realistische Schaden war mit Sicherheit noch drüber. Vor der Tür waren überall Scherben. Der ganze Fußweg war voll mit irgendwelchen kaputten Dingen. Wir haben ja auch viel Keramik, Pflanzen, Erde. Es war echt so ein Müllhaufen. Ja, die Situation ist natürlich für uns total frustrierend. Du kannst dir deinen Schaden nicht wiederholen. Du kannst nicht garantieren, dass es nicht mehr passiert. Als Chefin ja auch, du musst deinen Mitarbeitern ja irgendeinen sicheren Arbeitsplatz geben, was eigentlich auch in Deutschland normal sein sollte, was nicht so ein Problem darstellt oder auch eigentlich nie dargestellt hat, ne? Dass ein Mitarbeiter
Angst haben muss, im normalen Laden zur Arbeit zu kommen. Und das ist so das Traurige daran. Und da muss man auch überlegen, wie sich generell alles entwickelt. Weil eigentlich, wir leben in einem total tollen Land. Ne? Ich habe das immer geliebt. Ich habe mich immer sicher und wohl gefühlt. Aber am Ende wird es hier gefühlt immer nur schlimmer. Und eigentlich hofft man sich, dass es besser wird. Hallo Leute, bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, lassen sich solche Dokus nur mit der Unterstützung starker Partner realisieren. Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön an TomTok, der Rucksackhersteller unserer Wahl. Egal ob beim Backpacken in Asien oder hier in Deutschland, die Taschen von TomTok begleiten uns schon seit einer Weile und wir lieben sie. Auf all meinen Trips für die aktuelle Doku-Reihe begleitet mich dieser elegante 32-Liter-Rucksack. Er sieht clean aus, ist dank der Polsterung atmungsaktiv und extrem bequem. Das Material ist hochwertig verarbeitet, super robust und wasserabweisend. Und vor allem ist der Rucksack richtig sinnvoll und smart designt. Durch die Clamshell-Öffnung packt er sich wie ein Koffer. Ich kriege hier problemlos Kleidung für ein paar Tage unter und auch meine Technik, ohne dass er klobig wirkt. Es gibt ein separates, extrem weich gepolstertes Gerätefach, das ich zum Beispiel für mein MacBook nutze. Der Rucksack ist also die perfekte Lösung zwischen Daily Pack und Reisegepäck, perfekt sowohl für Business-Trips als auch für den ganz normalen Alltag. Wenn ihr Qualität zum fairen Preis sucht, schaut unbedingt bei TomTok vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Mit dem Code Notizen10 spart ihr 10% auf Amazon. Schaut also unbedingt mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Danke an TomTok und jetzt zurück zum Video. Jede Stadt trägt ihre Wunden. Orte, die wie Mahnmale davon erzählen, was wir uns einst vorgenommen haben und woran wir gescheitert sind. Hannover hat das IME-Zentrum. Eine betonierte Utopie, die in sich zusammenfiel. Als der Komplex 1975 nach 5 Jahren Bauzeit eröffnet wurde, galt er als Zukunftsversprechen. Die Vision einer Stadt in der Stadt. Ein Megaprojekt mit rund 100.000 Quadratmetern Wohn- und Gewerbefläche. Ein vertikales Lebensgefühl, das den Fortschritt in den Himmel schreiben sollte. Hier sollte man wohnen, einkaufen, arbeiten, leben. Alles an einem Ort. Ein modernes Deutschland in Miniaturformat. Effizient, wohlgeordnet, fortschrittlich. Doch was als pulsierendes Herz geplant war, wurde zu einem Labyrinth aus dunklen Passagen, verwaisten Gängen und endlosen Sanierungsversprechen. Statt Einkaufspromenaden kam Leerstand, statt Aufbruch bröckelnde Fassaden, statt Zukunft Stillstand. So erzählt einer der größten Betonkomplexe Europas heute auch vom deutschen Größenwahn, von Spekulation, von Geldgier, von politischer Ohnmacht. Und trotzdem wäre es so einfach, diesen Ort nur als Ruine zu lesen. Denn während viele hier einen sozialen Brennpunkt prophezeiten, ließen die Bewohner sich nicht unterkriegen von dem Verfall, der ihre Wohnzimmer umzingelte. Sie bauten sich ihre eigenen Gegenwelten, kleine Enklaven des Widerstands. Eine davon ist das Legion. Seit den 70ern existiert es hier und wer diesen Ort betritt, merkt schnell, das ist kein gewöhnliches Fitnessstudio. Es ist Treffpunkt, Zuflucht, Talentschmiede. Für manche vielleicht sogar ein zweites Zuhause. Hier treffe ich Daniel Macon, MMA-Profi und Titelträger, Trainer und Vorbild. Für die Jugend und für den Stadtteil. Denn er ist der lebende Beweis, dass es sich lohnt, zu kämpfen. Auch wenn um einen herum alles zerbröckelt. Wenn man Ziele hat im Leben und man wirklich akribisch arbeitet, dann hört man nicht auf die Widrigkeiten. Man macht einfach immer weiter. Ich habe mir die Beine 2-mal gebrochen, ich habe mir die Hand gebrochen, zertrümmert, ich habe mir meine Rippen gebrochen, ich habe viele OPs hinter mir, Augenhöhle gebrochen, Jochbein gebrochen, Nase. Also die Liste ist lang und trotzdem habe ich nie aufgegeben. Und ich sage immer so auch als kleine so Metapher oder was ich dir mitgebe, wenn ihr ein Auto fahrt, ist die Frontscheibe riesengroß, wir sehen genau, was uns auf uns zukommt. Und der Rückspiegel ist so klein, ist vergangen. Juckt nicht mehr. Ja? Und das ist wichtig, dass man immer nach vorne guckt, positiv ist. Ich finde, wie schon gesagt, wir geben viel zu schnell auf. Wir sind auch in einer Wegwerfgesellschaft. Überleg mal früher, wenn wir gucken in den 70ern, 80ern, ein Pullover war kaputt, du bist zum Schneider gegangen, hast es nähen lassen. Schuster, aussterbende Berufe, wegschmeißen, neu. Das sind so Sachen, da gehe ich nicht mit. Ich nähe mein Equipment teilweise selber. Und ich finde auch bei Verletzungen und sowas, damit umzugehen, ist halt wichtig. Scheiter 10-mal, aber steh auch 11-mal auf. Und vielleicht beim 11., 12., 13. Mal klappt es. In meinem Fall war es auch so. Viele Niederlagen gehabt und viele Negativserien. Ich habe das alles überkommen und jetzt habe ich diese Chance wieder bekommen. Einfach, weil ich nicht aufgebe und auch immer versuche, Gas zu geben, Vorbild zu sein. Und diese Tugenden hält man aus dem Elternhaus, was auch schön ist.
Viele Leute kriegen das manchmal nicht aus dem Elternhaus mit und die kommen auch hier zu mir ins Training und die sagen dann auch manchmal zu mir, das finde ich sehr schön so, ey, dank dir ist mein Leben besser und ich gehe gerade. Ich war auch schon bei Schülern zu Hause und wo mich die Eltern angerufen haben, die Mutter verzweifelt war zum Beispiel, oh, mein Sohn geht nicht mehr zum Training und der ist mit komischen Leuten unterwegs und bliblablub. Wir haben das auch schon, dass wir Leute verloren haben an die Straße, sage ich mal so. Coach, hast du gehört? Ich sage, nee, was denn? Der und der bei uns trainiert, ja klar. Ja, der wurde abgestochen, zum Beispiel so. Das hörst du leider. Und wir machen hier auch soziale Arbeit, so gesehen. Ja, wir holen die weg von der Straße, geben Perspektive. Wir haben auch, wenn du bei uns die Verträge anguckst, kleine Beiträge, damit hier wirklich jeder trainieren kann. Das ist Soreli, dem Inhaber, und seiner Frau Aline. Das ist der Familie sehr wichtig. Wir haben Kurden, wir haben Türken, wir haben Syrer, wir haben Russen, wir haben alles. Wir haben also wirklich alles auf der Matte, was du dir vorstellen kannst. Und wir sind ja alle im Einklang. Wir sitzen alle gemeinsam hier und wir trainieren alle. Es war noch nie das Thema in der Zeit, wo ich hier bin, Religion oder irgendwas anderes. Weil ich möchte einfach, dass wir alle, wie wir sind, zusammen gemeinsam trainieren, ob Mann, Frau, Hund, Katze, Maus, dass wir einfach zusammen Gas geben können und einfach ein cooles, buntes Deutschland haben. Das wünsche ich mir halt wirklich, ne? Und dass wir einfach viel, wie es bei uns im Sport ist, dass das einfach auch in der Gesellschaft wird. Und da wäre ich auch sehr dankbar drüber, wenn die Leute langsam aufwachen und sehen, das sind immer nur Einzelpersonen und Leute, die Gift streuen, ne? Und nicht eine ganze Volksgruppe oder eine ganze Religionsgruppe. Das ist Blödsinn. Ist ja auch eine große Debatte, Stadtbild hat sich geändert, da gab es ja ganz viel Kontroverse. Es ist aber die Realität, es hat sich einiges geändert. Die Trinkerszene ist größer geworden, die Drogenszene ist größer geworden mit den Drogensüchtigen, also Drogenkranken, sagen wir so. Und man sieht auch ein Sterben an Geschäften. Das siehst du in Hannover ganz extrem, wenn du durch die Innenstadt gehst, so viele Geschäfte sind zu. Die Innenstadt wird immer mehr tot, wird gemieden, auch durch Zeiten von Amazon und Bestellerei und sowas halt. Aber das finde ich ein bisschen schade, weil man könnte es besser und bunter gestalten, ne? Ein bisschen auch mehr, ja, wie soll ich sagen, vielleicht durch Polizeipräsenz oder halt auch durch Staatspräsenz, dass man sagt, ey, wir machen es für die Bürger oder für die Leute wieder ein bisschen sicherer. Weißt du, was ich meine? Wie ich dir gesagt habe, vorhin schon im anderen Part von unserem Interview, dass die Stadt ist mir wichtig, das ist in meinem Herzen, Hannover wird für immer in meinem Herzen bleiben. Egal wo ich bin auf der Welt und egal wie alt ich bin. Und ich habe in der Stadt viel gesehen, viel erlebt, viel Freude gehabt, ne? Und kann wenig Negatives sagen, weil wirklich, ich habe hier eine schöne Zeit immer gehabt. Und mir ist es wichtig, das nach außen auch zu tragen. Hannover kann was, Hannover ist was. Vielleicht ist das die größte Lüge, der wir in den letzten Jahren aufgesessen sind. Dass dieses Land nur aus dem besteht, was im Rampenlicht bröckelt. Dass Deutschland nur noch Bahnhofsvorplatz sei, nur noch Schlagzeile, nur noch Verfall. Denn das stimmt nicht. Ja, Städte wie Hannover tragen Narben. Die unheilige Dreifaltigkeit aus Bahnhof, Kröpke und Steintor kann rau sein, hässlich, ungemütlich. Orte, an denen man spürt, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Doch man muss oft nur 10 Minuten gehen, um ein ganz anderes Gesicht zu sehen. Dann öffnet sich plötzlich eine andere Stadt, eine leisere, eine freundlichere, eine, die in keiner Empörungsdebatte vorkommt. Hannover ist eine der grünsten Großstädte Deutschlands. Die Eilenriede rauscht im Sommer so dicht, dass sie den Verkehr verschluckt. Der Maschsee im Abendlicht macht selbst schwere Gedanken leichter. Und auf manchen Radwegen glaubt man für einen Moment, man sei in den Niederlanden gelandet. Hannover ist lebenswert, nahbar, bezahlbar. Und so viel schöner als das Bild, das wir von ihm zeichnen. Ich habe viele Freunde in der Stadt und niemand möchte weg. Und vielleicht gilt das nicht nur für Hannover, vielleicht gilt das für fast jede deutsche Großstadt, die wir in den vergangenen Jahren fast nur noch auf ihre Probleme reduziert haben. Vielleicht gilt das für ein ganzes Land. Denn trotz aller Krisen leben wir noch immer an einem Ort, von dem Milliarden Menschen auf dieser Welt nur träumen können. Ja, es gibt tiefe Risse, aber an ihnen sind nicht die Einwanderer schuld. Sie sind kein Problem im Stadtbild. Sie sind längst Teil seines Gesichts, Teil seiner Geschichte, Teil seiner Gegenwart, Teil seiner Zukunft. Fast jeder dritte Mensch in diesem Land hat einen Migrationshintergrund, auch ich. Und egal wie laut Populisten schreien, wir gehen nicht weg. Deutschland ist auch unser Zuhause. Das wahre Problem beginnt dort, wo Menschen den Anschluss verlieren. Wo sie nicht mitgenommen werden, nicht gehört werden, nicht eingeladen werden, mitzureden, mitzugestalten, mitzuentscheiden. Wo Armut, Sucht und Einsamkeit wachsen wie Unkraut durch Risse im Asphalt. Wo öffentliche Räume verrotten, während Zuständigkeiten hin und her geschoben werden. Wo ein Staat versagt und am Ende die Schwächsten für seine Ohnmacht verantwortlich macht.
An diesem sonnigen Nachmittag treffe ich noch einmal Phil. Vor einem ehemaligen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Damals versteckten sich hier Menschen vor Bomben. Heute wird hier hauptsächlich Musik gemacht. Was geht, Bro? Alles gut? Was geht, Bra? Was machst Das ist du da, Gico, Alter? beste Produzent aus Hannover. Hier komme ich immer aufnehmen. Vom Asylheim auf Tasch ganze Nacht. Besuch meinen Vater an Abschiebehaft. Ich komm von Klappmesser, aus der Lederjacke ziehen. Und Mutter hat Krebs, macht Chemotherapie. Komm von Scheiße fressen, bis man Scheiße kotzt. Von Stimmen im Kopf, ganz allein mit Gott. Komm von Duldung, arbeitslos und kein Cent. Ein abgefuckter Junge, der durch Roderbruch rennt. Komm von Pleite sein und kein Geld zum Essen. Zu Flatrate ficken und Wellness-Session. Von Hass im Herzen und Satan in Nase. Zu Haftschaden und Status auf Straße. Von Jackie, Cola, gemischt in der Dose. Mein Treppenhaus stinkt nach Pisse und Schore. Von ganz unten, ein Leben im Dreck. Mir geht es nicht gut, nein, mir geht es perfekt. Komm von Tipico und Spielothek, Arsch verlieren. Mit schlechter Laune im Park spazieren. Ich komm von Kripo, beim Nachbarn fragt nach mir. Mein Großvater, er hieß Wladimir. Ich komm von Sondereinsatzkommando. Stürmt in mein Schlafzimmer rein, so wie Rambo. Wie war die Zeit, nachdem du aus dem Knast rausgekommen bist? Ja, das Leben war vorher auch nicht leichter, aber es ist noch schwieriger auf jeden Fall. Und ja, ich bin immer noch in so einer Phase, wo ich irgendwie gucken muss, dass ich irgendwie draußen mich zurechtfinde, ne? Was sind deine Träume für die Zukunft? Träume? Was heißt Träume? Träume ist so ein Begriff. Träume ist Wünsche? Wünsche eher, ja, weil Träume ist so schwer, dass Träume im Leben wahr werden. Deswegen heißt das ja auch Träume. Es ist sehr schwer, dass Träume wahr werden. Aber Wünsche, ich will einfach, keine Ahnung, ich will meinen inneren Frieden finden. Ich will einfach ruhig leben. Ich weiß nicht, was die Zukunft ergibt, ne? So. Ich würde mir wünschen, hier in so einem Land zu leben wie Deutschland vor 20, 30 Jahren, wo unsere Eltern alle damals hergekommen sind mit Hoffnung und Erwartung. Wenn du so guckst, so gerade so meine Kindheit, wenn ich das so zurückblicke, Expo 2000, die ganzen Cebit-Messen, WM 2006 und so, war immer so weltoffen und alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Damals die Stadt Anfang der 2000er wurde sehr viel Geld hier reingesteckt, sehr modernisiert und so. Und heute, wenn du so gerade durch die Innenstadt gehst und so, viele Läden machen zu und es ist alles so, der Vibe ist ganz anders, ne? In vielen Sachen würde ich eher, die Stadt lebt weiter, ich würde sogar sagen, die Stadt wächst an sich. Aber es gibt sehr viele Sachen, wo das echt keinen Spaß mehr hier macht. Und ich glaube, das geht nicht nur so in Hannover, ich glaube, das ist in ganz Deutschland so. Das ist eher ein bisschen, die ganze Laune und so wird alles, der Vibe wird auf jeden Fall sehr ungemütlich, ne? Wie würdest du deine Beziehung zu Deutschland beschreiben? Also der Staat und ich, das Tischtuch ist zerrissen, wir werden niemals Freunde. Das ist sogar mein Feind, so gesehen, ne? Ich kämpfe, seitdem ich denken kann, gefühlt, kämpfe ich mit den Behörden, mit den ganzen Exekutive, Legislative, Judikative und wie das die ganze Scheiße heißt, ne? Ich kämpfe gegen den Staat, der Staat kämpft gegen mich. Und es ist aber der Staat, nicht das Land, ne? Also das Land ist trotzdem, ich bin hier geboren, aufgewachsen, meine Menschen sind hier, meine Freunde, meine Familie, ich lebe hier. Ich liebe das Land trotzdem. Es hat mir auch sehr viel gegeben und trotzdem bin ich dankbar, in so einem Land hier geboren zu sein und aufgewachsen zu sein und nicht wie irgendwo in Syrien, Ukraine oder sonst wo, ne? Auf jeden Fall, ne? Aber man muss halt trennen, ne? Staat und Land sind zwei verschiedene Sachen so. Ich komme klar, ich liebe Deutschland, die Kultur, die Menschen, alles. Aber der Staat, da ist Beef auf jeden Fall, ne? Das ist auf jeden Fall hier, Digi. Duldung, obwohl ich hier geboren bin. Hier, Friedrich Merz. Was soll ich sagen, ne?